So, es ist Montag und heute ist Mach deine Scheiße Tag, denn heute müssen wir einiges wegarbeiten. Ich habe hier eine Riesenliste, die ich abarbeiten möchte. Ich bin mal gespannt, wie ich das hinkriege. Ich lege jetzt gleich los, nachdem ich mir einen Tee gemacht habe. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Wenn ihr sowas bastelt, was ihr dann am Ende auch jeden Tag nutzt, also mich erfreut das jeden Tag, wenn ich an meinem Teeregal hier bin. Es ist einfach eine wahre Freude. So, wir schnacken jetzt auch nicht lange. Tee muss ziehen. In der Zeit kann ich ja schon ein bisschen loslegen. Zum Einstieg fangen wir mit was Leichtem an, um einfach erstmal warm zu werden. Dafür müssen wir ins Kinderzimmer zu den Mädels hoch. Als ich gerade in der Werkstatt war, um Werkzeug zu holen, ist mir aufgefallen, ich habe die Hühner noch gar nicht rausgelassen. Das heißt, das ist jetzt erstmal der erste Tagespunkt, Hühner rauslassen. Und da ich das nur machen kann, wenn Karl Gustav nicht in der Nähe ist, weil Karl Gustav mittlerweile ein ziemlicher Wichser ist, muss ich jetzt erstmal ganz entspannt alles vorbereiten. So, dann lassen wir die Gang mal raus. Ich muss mich jetzt bewaffnen mit einem Kinderbesen. Nämlich anders lässt mich der Chef nicht rein. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Das Türchen auf. Stehen Sie. Eine Riesenschlange vor dem Türchen. Machen wir mal auf. Machen wir Platz, Elsa. So. Und herausspaziert. Zuck, 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 zuck. Kann ich ja hoffentlich jetzt mit dem richtigen Tagespunkt 1 anfangen. So, jetzt geht es zu den Mädels ins Zimmer. Schon seit geraumer Zeit beschweren sich die Mädels darüber. Könnt ihr euch an dieses Projekt erinnern? Also ich erinnere mich sehr gerne zurück. Eins meiner besten Projekte, meiner Meinung nach. So, aber wie so vieles im Leben am Ende nicht ganz ausgereift. Denn die Lego-Platten hier, damals mit Sprühkleber, mit so Bastelkleber besprüht, das hat leider nicht mal einen Tag gehalten. Dann kamen andere Projekte, wichtigere Sachen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall kleben wir jetzt die Platten mal richtig an. Ich habe eigentlich die Mädels darum gebeten, den Tisch aufzurollen, damit ich das heute machen kann. Jetzt muss ich auch noch ein bisschen Lego spielen. Guckt euch das mal an. Das nennen die Aufräumen. Arbeiten unter erschwerten Bedingungen. So, Lego-Tisch repariert, Haken dran. Ich verlinke euch das Projekt hier oben. Für mich persönlich das beste Projekt, was ich bisher gebaut habe. Und vor allem, das glaubt mir ja keiner. Mit 3 Kindern gibt es ja immer mal Gezanke. Aber ich schwör's euch, seitdem dieser Tisch hier ist, wenn die Kinder an dem Tisch spielen, gibt es fast nie Gezanke. Das ist ein Ort des Friedens. Wenn mir das jemand anders sagen würde, ich würde es nicht glauben, aber dieser Tisch ist auf so vielen Ebenen richtig, richtig gut. Also das Einzige, was man machen muss, nehmt Sekundenkleber anstatt Sprühkleber und dann hält das auch. Nächstes Projekt. So, jetzt muss ich mal gucken, was da auf der Liste ist als nächstes. Ob ich jetzt noch mal ein kleines oder jetzt mal mit den größeren anfange. Ich habe mir gestern Abend eine Reihenfolge überlegen müssen und einfach abarbeiten. Verschwende ich Zeit am Denken. Ich habe eine Idee. Wir gehen mal in die Küche. So, unsere Küche kennt ihr ja schon. Als ich die Küche gebaut habe, hatte ich noch nicht gewusst, machen wir das hier mit Fliesen über dem Herd oder wie genau gestalten wir das. Jetzt ist es so, ich habe zwar vor einem halben Jahr hier die Wände neu gestrichen, aber man sieht hier, es spritzt halt alles dagegen und es sieht halt scheiße aus. Es ist Fachwerk, es ist alles schief und ich habe noch gedacht, machst einen Fliesenspiegel davor? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt überlegt, wir waren vor einem halben Jahr bei Ikea. Auf jeden Fall habe ich hier eine Platte geholt, die 1:1 zu den Schrankfronten passt. Und die möchte ich jetzt einfach stumpf an die Wand kleben. Ich zeige euch kurz, wie es aussehen soll. Ich glaube, das sieht ziemlich scheiße aus. Ich habe es gerade erst ausgepackt. Ich habe es noch nicht probiert, ob es so gut aussieht. Aber findet ihr
das schön? Also das sieht doch so wie hingerotzt aus. Ich lasse das jetzt erstmal stehen, bis meine Frau nach Hause kommt. Dann soll sie sich das angucken, bevor ich es anklebe. Nachher klebt es und sie sagt, das geht gar nicht. Und dann habe ich die Reststellen von dem Kleber dran. Gut, verschieben wir das Projekt. Gehen wir auf die nächste. So, wir befinden uns hier im Kinderzimmer meines Sohnemanns. Dieses Bett hier haben wir bei Ikea gekauft. Ein weiteres Bett, das jetzt im Mädelszimmer ist, haben wir bei eBay Kleinanzeigen erstanden. Und da war eine Rutsche dran. Die Rutsche ist hier. Von Anfang an waren hier diese Klebereste dran. Ja, und das ist jetzt auch schon bestimmt 3 Jahre her. Und ich finde, nach 3 Jahren kann man das mal wegmachen. Da müsste ja eigentlich Waschbenzin reichen. Ja, das wegkriegen. Kennt ihr das auch so? Es sind manchmal so echt so einfache Sachen. Das wird ja jetzt nicht länger als 5 Minuten dauern. Aber da ziert man sich über Jahre, das zu machen. Am Ende denkt man sich, ja, hättest du mal früher machen können. Das waren ja jetzt auch noch 5 Minuten. Ich hole mal ein Rasiermesser oder so. So, mit so einer Carbon-Messerklinge geht das dann aber auch echt leicht. Den Tipp mit dieser Carbon-Messerklinge, den habe ich übrigens von Mattes. Ihr wisst schon, das ist der mir auf dem Dach geholfen hat. Wenn Teppichmesser scharf sind Carbon-Messerklingen rotzescharf. So, jetzt nochmal drüber. Ich müsste es jetzt eigentlich nochmal richtig einwachsen, dann rutscht der Sohnemann bis zur Heizung rüber. So früh am Morgen schon Alkohol und das im Kinderzimmer. Jetzt haben wir aber noch einen Punkt hier. Ich habe vor ein paar Wochen die Lampen gewechselt vom Sohnemann. Man macht das dann mal so eben. Ich zeige euch mal ganz kurz, ich gehe mal ins bessere Licht, wie es jetzt aktuell aussieht. Da eine Lampe, da hinten eine Lampe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So, meiner Meinung nach gibt es nicht wirklich schöne Kinderlampen. Also ich habe zumindest keine schönen gesehen. Ich habe jetzt einfach 2 Lampen, LED-Lampen geholt. Das passt, er hat jetzt gutes Licht hier im Kinderzimmer. Aber wir müssen dieses Affenschaukel-Gedöns hier mal ein bisschen schön machen. Das kommt jetzt als nächstes. Dieses selbstklebende Ding dahinter ist auch nur zur Deko. Es ist keine Offenbarung, aber besser als vorher. Boah, schön ist das nicht. Manchmal muss man zufrieden sein. Ich mache das Licht aus. Man sieht keinen Unterschied. Das ist eine deutliche Verbesserung. So, aufräumen und dann geht es zum nächsten Punkt. Aber vorher kommt eigentlich der größte Spaß immer. Ne? Also das Schönste an To-Do-Listen ist ja, wenn man diese abhaken kann. Jetzt habe ich hier im Zimmer gleich 2 abzuhaken. Rutsche und Lampe. Juhu! So, als nächstes sind wir im Wohnzimmer. Die Wand kennt ihr schon, aber was ihr nicht kennt ist... Hier ist ein Rollokasten und den habe ich bislang nicht verschlossen, aus Gründen. Und das machen wir jetzt. Dafür nehme ich einfach, ich habe noch eine USB-Platte übrig, die werde ich da drüber machen. Und dann habe ich im Baumarkt noch Tapete geholt. Das heißt, ich werde das erste Mal seit, keine Ahnung, 15 Jahren tapezieren. Das kann nur schief gehen. So, bitte entschuldigt, hier sieht es aus wie Sau. Aber so ist das halt. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Wo ist die USB-Platte? Ist natürlich hier ganz da hinten in der Ecke. Die muss ich da jetzt rausfuchteln. Da habe ich ja Bock drauf. Ein schöner Kasten. So einfach ist es. Auch hier hätte ich mal. So, hier mal schnell noch 1 Meter abschneiden. Und dann ist das auch erledigt. Denkt euch bestimmt, warum ducke ich mich immer hier so? Das ist die Tür. Hier haben vorher Hobbits gewohnt, glaube ich. Oder eine buckelige Kräuterhexe, wer weiß. Das macht schon Spaß hier. So den ganzen Scheiß zu erledigen, das macht Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich auf USB was markiere, finde ich den Strich danach nie wieder. Da. Hab ihn. Zack. Schnell wieder rein in die Boot, bevor ich mich erkälte.
Ganz ehrlich, wie lange war ich jetzt? Riesenpanik gemacht, weil ich hier rumarbeite. Und jetzt wieder voll gechillt. Wonderful. Ich finde, das sieht jetzt schon gut aus. Aber es ist nur die halbe Miete. Denn ich habe noch Tapete und Kleister geholt. Den Kleister rühre ich jetzt mal an. Ich habe keine Ahnung, ich brauche ja nur ein kleines Stück. Ich werde jetzt nicht ewig viel brauchen, aber wir schauen einfach mal. So, bevor ich den Kleister anrühre, werde ich jetzt erstmal das Ganze ausrollen und das Stück, was ich hier brauche, zuschneiden. So, ich habe hier eine Verpackung, die reicht für 29 Quadratmeter. So viel habe ich ja natürlich nicht. Deswegen möchte ich das so ein bisschen kleiner dosieren. Ich packe das Ganze in ein Glas und was zu viel ist, kann ich vielleicht später noch. Naja, wir machen das jetzt auf einen halben Liter. Das heißt, normalerweise würde ich 3,5 Liter für die ganze Packung. In dem Fall durch 7. 180 durch 7. 25 Gramm. Gramm. Jetzt ein halber Liter. Ja, Kleister halt, ne? So, es wird langsam kleisterig. Ich kann jetzt gleich schon mal einen Pinsel holen. Und ich habe mir überlegt, ich werde es nicht auf die Tapete verstreichen, sondern direkt da oben auf dem Kasten. Ist das schon so okay? Sieht auf jeden Fall nach Kleister aus, oder? So, bewaffnet mit Pinsel. Ich habe das Ganze jetzt in eine Schüssel umgefüllt, weil der Pinsel passt nicht in ins Glas. Und jetzt bringe ich das mal an. Es ist deutlich besser als vorher. Ja. Es ist nicht perfekt. Ja, doch, es ist jetzt weiß, aber richtig schön ist es nicht. Frau ist nicht zufrieden, ich kann es gerade nicht ändern, ich mache hier mal einen Haken dran. Jetzt aber, wo die Frau da ist, kann ich das Thema Spritzschutz nochmal angehen. Ich finde, das sieht scheiße aus. Die Frage ist, wenn wir es vielleicht zur Hälfte abschneiden. Ja, dann brauchst du auch. Ja, warte, die Spritzer gehen nicht bis oben hin. Ja, aber das ist ja schon deutlich tiefer. Da ist auch einer. Ja, hast du ein, zwei, aber die deutlichen... Nein, das ist kein Spritzer. Was denn sonst? Das ist von der... Nein, das ist von der Rolle. Ach, das ist von der Rolle. Ja. So, Frau ist nicht zufrieden, ich bin so semi-zufrieden. Ja. Es ist zumindest jetzt mal zu und es ist weiß. Ich muss mal gucken, der Leim, bis der getrocknet ist. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Ich muss Silikon besorgen, dann kann ich oben die letzte Fuge noch machen. Es ist ein Teilerfolg, sagen wir mal. Besser als vorher. So, dann gucken wir mal, was als nächstes auf der Liste steht. So, auf der Liste steht jetzt noch was für meine Frau. Und zwar habe ich mir vor ein paar Tagen hier diese Schrankeinlage gemacht. Sie will das jetzt auch haben. Das ist einfach nur ein Regal im Schrank. Also
kein Hexenwerk. Dafür gehen wir in die Werkstatt. Die Maße habe ich noch ungefähr im Kopf. Und dann bauen wir das rein. So. Dieses Schrankregal habe ich ja aus Sperrholz gemacht. Das mache ich jetzt wieder. So, während gerade mein Akku leer war, habe ich einfach mal die Spanholzplatten abgeschliffen und noch zusätzlich hier diese Aussparung gemacht. Da soll die Kleiderstange durchgeführt werden. Ich habe keinen Bock, die Kleiderstange zu kürzen. Hat bei meiner Seite auch super funktioniert. Das heißt, wir können das Ding jetzt zusammenbauen. So einfach. Soweit, so gut. So sieht's aus. Bringe ich jetzt rein und dann kann ich den nächsten Punkt abhaken. Oh! So, fertig. So, dann will ich doch mal gucken, was auf der Liste abgehakt werden kann. Hier ist noch so ein offener Kasten. Den könnte ich jetzt auch noch mit USB zumachen. Tapezieren werde ich aber nicht nochmal. Mache da jetzt einfach nur USB davor. Dann ist schon mal der erste Schritt gemacht. Das quetsche ich noch dazwischen. Ich verkleide jetzt den Kasten. Tapezieren werde ich ein andermal. Aber dann ist es schon mal verkleidet. Dann ist schon mal der erste Step gemacht. Obwohl es nicht auf der Liste steht. Schrauben für ein Halleluja. Viertelstunde war es fertig. So, ich sag mal, USB an der Decke im Schlafzimmer. Wenn da nicht Stimmung aufkommt, weiß ich es auch nicht. So, ich gucke jetzt mal auf die Liste, was als nächstes noch dran steht. So, wieder zurück im Wohnzimmer. Dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer meines letzten Videos ist aufgefallen, da unten, da ist eine Klappe. Und die habe ich noch nicht verschlossen. Eigentlich wollte ich hier etwas Cooles einlasern und ne, so, keine Ahnung, irgendwie Lüftungsschlitze oder irgendwas in der Art. Dazu komme ich jetzt nicht. Ich werde jetzt einfach ein Brett davor schrauben. Das Brett nehme ich dann weg und kann dann demnächst mal das einlasern. Dazu komme ich dann noch. Das zweite ist, das sieht ja super aus. Ich glaube, man sieht es gar nicht so gut mit der Beleuchtung. Aber man sieht, hier brennt das Licht, da brennt das Licht und da oben brennt es nicht. Das heißt, die zwei Sachen mache ich jetzt hier noch und dann gucken wir mal, ob wir noch Zeit haben, bis die Kinder geholt werden. War leicht. Jetzt muss man gucken, wo hier der Wackelkontakt in der eine Leiste ist. Das werden wir schnell herausfinden. Hoffentlich. Es war leichter als gedacht. Und nur ein kleiner Wackelkontakt. So far, so good. So, jetzt kann sich die Ecke da hinten und auch die hier wieder sehen lassen. Ich werde jetzt doch noch mal an den Kasten rangehen und zwar habe ich hier Jalousien besorgt. Die werde ich jetzt noch an den Kasten montieren und ja, wenn ich dann noch mal was sauber machen muss, gut, dann muss ich die halt runterklipsen, aber dann habe ich die Befestigung schon mal dran. Das machen wir jetzt noch dran, dann sieht es schon halb fertig aus. Mal abgesehen, wenn ich dann einfach nicht mehr dazu komme jetzt in diesem Jahr, dann wäre das ein Thema für nächstes Jahr. Macht einen Scheißtag und ich könnte quasi gespannt sagen, naja, zumindest die Jalousien hängen schon. Zumindest die hängen schon. Ich finde, es muss noch was davor, ja, aber es ist besser so. Nee, ist es nicht. Es ist nicht besser geworden. Schick it! Geh weg! Lass mich allein!
Kann mir irgendeiner ein gutes Gift empfehlen? Eins, das sich nicht nachweisen lässt? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Ja, Tiger, mach du mich auch noch fertig hier. Komm du mir auch noch hier um die Ecke, du. So, wir sind hier fertig. Das sieht schon mal ziemlich cool aus. Was ich dann später noch machen muss, ist halt, wie gesagt, die Silikonfuge. Das machen wir ein andermal. Gut, dann gucke ich mal, ob ich noch was durchstreichen kann. Jalousie, Wohnzimmer, fertig. In einer Viertelstunde kommen die Kinder. Ich mache jetzt ein kleines Päuschen und schau mal, wie sich das so entwickelt mit den Kindern heute Nachmittag. Und dann kann ich eventuell noch den einen oder anderen Punkt erledigen. Ansonsten bin ich bis hierhin schon mal sehr zufrieden. Ich habe jetzt auf der Liste noch tatsächlich 2 Punkte, die ich noch machen könnte. Da warten wir ab, ob das noch klappt heute. Das ist das erste Mal, dass ich mir ein Setting aufgebaut habe für die Schlussszene. Ja, ich kam heute Nachmittag nicht mehr dazu, irgendwas zu machen. Ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe 11 Projekte erledigt, beziehungsweise ich habe, glaube ich, nur 10 erledigt und 1 angefangen. So what? Ja, es hat mega viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt gleich noch einen Tagesordnungspunkt. Ist eher eine Pflichtveranstaltung als ein Projekt. Ich blende es gleich einfach mal ein. Und dann war es das. Dann war das mein Mach deine Scheiße-Tag. Und ich muss sagen, es hat mega viel Spaß gemacht. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut. Euer Sascha. Nazis raus! Nazis raus! Nazis